Als der Ball drin war, hatte ich wahrscheinlich ein paar Grad Fieber. Dreimal hat der BVB bislang den SC Paderborn zu einem Pflichtspiel im Signal Iduna Park empfangen. Eine Begegnung, die vom Klang her erst einmal relativ unspektakulär anmutet. Aber all diese 3 Spiele hatten es in sich. Jedes Mal auf eine andere, besondere Art und Weise. Die Premiere im April 2015 steht im Zeichen eines Fußball-Erdbebens. Ganz Dortmund ist im Schockzustand. Wenige Tage bevor Paderborn am 29. Spieltag erstmals beim BVB antreten wird, verkündet Jürgen Klopp seinen Abschied zum Saisonende. Und so ist der Gegner, der tapfere Aufsteiger aus Ostwestfalen, an diesem Samstag reine Nebensache. Dass nach torloser erster Hälfte Henrikh Mkhitaryan, Pierre-Emerick Aubameyang und Shinji Kagawa am Ende noch für einen standesgemäßen 3:0-Erfolg sorgen, geschenkt. Die Stimmung im Stadion erreicht an diesem Tag eine nie dagewesene Bandbreite. Von Trauer und Wehmut über Dankbarkeit bis hin zu echter Liebe. Am Ende trägt auch das 3:0 dazu bei, dass der Neuling sich wenige Wochen später wieder aus der Bundesliga verabschieden muss. Und dennoch gibt es schon in der Folgesaison ein Wiedersehen. In der 2. Runde im DFB-Pokal. Und diesmal bringen die Gäste den Tiger mit. Es gibt mächtig viel Tamtam um Stefan Effenberg, der den kriselnden Absteiger 2 Wochen zuvor als Trainer übernommen hat, mit dem Rückenwind von 2 Siegen nach Dortmund kommt und im Vorfeld der Partie mutige Prognosen wagt. Haben Sie damit gerechnet, dass Stefan nicht angreift? Also ja, eben. Das hätte uns alle sehr verwundert. Und dass er sich das auch auszusprechen traut, verwundert doch auch niemand. Und das war so, als er Spieler war. Und wieso sollte er das ändern? Das ist er und das ist Teil seines Charakters. Und tatsächlich, der Zweitligist schockt den Favoriten und lässt vor allem die Betriebstemperatur bei Roman Bürki mächtig ansteigen. Ja, nach dem Tor, als der Ball drin war, hatte ich wahrscheinlich ein paar Grad Fieber. Ich habe richtig angefangen zu schwitzen. Ne? Selbst für Taktiktüftler Thomas Tuchel ist alles klar. Brauchen wir keine Videoanalyse davon machen. Ne? In der Geschichte wird dieses kleine Malheur allerdings nur als Randnotiz vermerkt, denn in der Folge vermöbeln die Schwarz-Gelben die Gäste nach allen Regeln der Kunst. Am Ende heißt es 7:1 für den BVB. 90 Minuten, die aus dem Tiger ein Schmusekätzchen machen. Wir haben gegen einen Gegner verloren, der eine außergewöhnliche Stärke und Spielstärke hat. Und daraus müssen wir lernen. Das habe ich gerade gesagt. Ich wiederhole mich da gerne und auch ich persönlich und das werden wir. Ja. Dass Sprichworte manchmal nichts taugen, dafür steht der 3. und bislang letzte Besuch Paderborns im Oktober 2019. Das war eine desaströse erste Halbzeit von uns. Das meint alles. Wie weiße Haie, die mit chirurgischer Lakonie schnell mal ein Bein mitnehmen, schneiden die Gäste in den ersten 45 Minuten die schwarz-gelbe Defensive in Scheiben. Paderborn führt zur Pause 3:0. Als Tabellenletzter wohlgemerkt. Es ist zum Heulen. Aber wer sich die Suppe eingebrockt hat, der muss sie auch auslöffeln. Und das tun die Borussen. Jadon Sancho sorgt direkt nach der Pause für das Gefühl, es könnten noch einmal 7 Treffer in der Luft liegen. Dieses Gefühl der Zuversicht weicht schnell der Verzweiflung, denn die Realität sieht so aus. Nach 83 Minuten steht es immer noch 1:3.
Dann erst nährt Axel Witsel das Fünkchen Hoffnung auf vielleicht doch noch etwas Zählbares. Und tief in der Nachspielzeit gelingt Marco Reus tatsächlich noch der Ausgleich zum 3:3 Endstand. 3 Heimspiele gegen Paderborn, 3 denkwürdige Partien. Eine Verheißung darauf, dass aus einem vermeintlich gewöhnlichen Pokalabend möglicherweise doch eine attraktivere Nummer als gedacht werden könnte. In der Hoffnung darauf, dass unsere Jungs, passend zum Anlass, diesmal wieder ihr Pokalgesicht auflegen.